Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung, nachdem gestern ausgefallen ist. Ja, das Hotel-Internet war unterirdisch, wo ich war. Das war 3 Mbit Upload, heißt also im Prinzip, ich hätte da 'n Dreivierteltag gewartet, bis die Folge abgeloadet war. Also insofern habe ich dann verzichtet, weil ich dann doch relativ busy wurde. Ähm, Habe die Sendung noch gar nicht aufgenommen, deshalb haben wir heute Themen, die noch frischer sind als gestern. Heißt also zum Beispiel ein heißer Herbst bei Lufthansa wegen der Piloten, wegen des Streits, da gibt es eine Eskalation. Aufwind, die Lufthansa erwartet 2025 ein starkes Ergebnis, was, ich nehme es vorweg, schon lustig ist, weil normalerweise, wenn Lufthansa irgendwie mit Streiks konfrontiert ist, erklären sie uns ja, wie schlecht die Welt ist. Aber in diesem Falle sagt man, man erwartet ein starkes Ergebnis als Group. Wahrscheinlich reflektieren sie auf Lufthansa Mainline, dass die nicht so viel Geld machen, aber okay. Flottenumbau. Die Austrian Airlines gibt Airbus A320 Neos ab. Die 777-9 in den USA hat Probleme bei der Zulassung. Da gibt es Rückstand. Und wir haben natürlich wieder Punkte-Power bei IHG. Na nun gut, ein bisschen mache ich mich darüber auch lustig. Aber ihr könnt Punkte kaufen, denn die 100% Bonusaktion wurde nochmal verlängert. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu School zu kommen und die Themen dort zu besprechen. Ja, der heiße Herbst zwischen Lufthansa und den Piloten wird immer heißer. Heißt also, die Lage spitzt sich zu, denn die Urabstimmung der Piloten läuft. Die Gewerkschaftsvereinigung Cockpit hat ihre Mitglieder zur Abstimmung aufgerufen. Ein Streik scheint kaum noch vermeidbar. Der Streikbeginn könnte also der 3. Oktober sein, pünktlich zum Start der hessischen Herbstferien. Lufthansa hat bereits Flugzeuge geparkt. Das Management rechnet wohl mit Arbeitskämpfen. Warum streiken die Piloten? Die Forderungen sind höhere Arbeitgeberbeiträge zur betrieblichen Altersvorsorge. Bis 2017 garantierte Lufthansa eine feste Rentenhöhe, seitdem nur noch den Betrag zum Kapitalstock. Bei niedrigen Zinsen bleibt das Kapitalmodell jedoch deutlich unter den Erwartungen zurück. Arne Carstens, das ist der Vereinigung Cockpit Sprecher, lässt sich wie folgt zitieren: Die damaligen Renditeerwartungen seien mit 1-2% deutlich unterschritten worden. Und aktuell zahlt der Arbeitgeber 820 € monatlich, gefordert sind 2620 sogar. Lufthansa hat die Zugeständnisse verweigert. Man hat in den 7 Verhandlungsrunden keine substanziellen Erhöhungen angeboten. Man sagt, dass die Lufthansa Kernmark, und hier sind wir dann wieder, die 2024 Verluste eingeflogen hat, wirtschaftlich das nicht hergibt. Und die Forderungen der Piloten würden 100 Millionen € Mehrkosten jährlich bedeuten. Also es läppert sich dann doch am Ende zusammen. Der Machtkampf um die Flugbetriebe hat natürlich auch tiefere Ursachen. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, das geht sich nur um diesen Punkt, sondern es ist mehr als ein Tarifstreit. Einmal ist es natürlich von der Lufthansa selber mit der City Airlines und Discover, dass man dort Parallelstrukturen aufbaut, die günstiger sind und damit der Mainline-Geschäft wegnimmt, um günstiger zu produzieren. Carsten Spohr sagt, Lufthansa Classic kann erst dann wachsen, wenn ihr Kostennachteil geschlossen ist. Das heißt also, man produziert zu teuer. Und die Vereinigung Cockpit und die UFO wollen natürlich verhindern, dass immer mehr Jobs in diese Fluggesellschaften abwandern. Und ihr solltet da vielleicht die Zuschauerfrage beantworten. Was denkt ihr, sollten Piloten bei sinkenden Unternehmensgewinnen Zugeständnisse machen oder ist Altersvorsorge unantastbar? Beim zweiten Thema steht natürlich das Ganze wieder diametral, weil Lufthansa erwartet starkes Ergebnis 2025 trotz dieser strukturellen Probleme. Carsten Spohr sagt, 2025 soll das Finanzergebnis signifikant über dem Vorjahr liegen. 2024 1,6 Milliarden operativer Gewinn, davon 450 Millionen Verlust durch den Streik. Also insofern, wenn man überlegt, 100 Millionen kostet die Bude mehr, was habe ich eben gesagt, 100 Millionen, ne? Würden 100 Millionen mehr Kosten entstehen, man hat aber 450 Millionen durch Streik verloren, ist natürlich schwierig. Und ein Zitat von Carsten Spohr, die besten Jahre der Lufthansa kommen noch. Also es ist schon alles sehr merkwürdig, wenn man sich das Ganze anguckt, dass man auf der einen Seite 1,5 Milliarden fast
verballert. Aber wenn man 100 Millionen mehr zahlen soll, damit die Leute halt das bekommen, was man ihnen, glaube ich, zu Covid oder vor Covid weggenommen hat, aber versprochen hat, dass das alles trotzdem so ist so, dass natürlich, ja, schwierig. Ihr könnt ja da nachher noch unten was sagen. Ja, das letzte Mal hatte man bei der Lufthansa vor 11 Jahren solche guten operativen Ergebnisse, zitierte man Carsten Spohr. Und die Pünktlichkeit liegt bei 80%, Ausfall nur bei 1%. Die Gewinne sind aber nicht durch die Lufthansa Classic, das muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen. Das ist durch Eurowings, die Fracht, die Technik, die haben 1 Milliarde EBIT beigetragen. Das Kernprodukt Classic ist halt noch am Leiden durch die hohen Kosten. Und das Turnaround-Effizienzprogramm läuft und da will man ja diese Milliarden einsparen, aber die strukturellen Probleme, die hat man damit ja dann auch noch nicht gelöst. Sollte Lufthansa mehr Premium-Segment Classic investieren oder konsequent auf günstige Tochter wie Eurowings und Discover setzen? Wir erinnern uns ja auch, das war übrigens eine zweite Frage des Tages, wir erinnern uns ja auch noch daran, dass gesagt wurde, dass Discover halt die Last der Expansion trägt im Lufthansa-Konzern oder der Erweiterung, der Vergrößerung. Ein Familienmitglied der Lufthansa Group, die Austrian, beim Thema 3, gibt dem 320 Neo an Edelweiss ab. Und nicht nur einen, sondern 5. Und die gehen 2027, 2028 an Edelweiss. Die Edelweiss ersetzt damit 26 Jahre alte 320er. Und Austrian erhält laut der Aviation Week, das Interview ist ja von meinem Kumpel Kurt Hoffmann gemacht worden mit der Annette Mann, 22 neue 320er Neos und 321er Neos. Der Ersatz der E195er Flotte sowie alter 320 Ceos, die ja auch 21 Jahre alt sind. Man hat natürlich einen neuen Triebwerkstyp, den CFM LEAP 1A. 1A steht ja für Airbus. Und man möchte aber keine gemischte Flotte mit den Pratt & Whitney 1100G machen. Kommentar von der Community bei dem Thema war halt, der Sinn ist der Abbau der Triebwerke und Zuführung in den Pool. Hintergrund sind die massiven Probleme bei den PWG 1100G Triebwerken und die Werkstattbesuche. Und Lufthansa hat ja auch quasi ein Langzeitparking für 320 Neos mangels Triebwerken. Findet ihr, dass dieser Flottentausch Sinn macht oder ob das mehr Komplexität in die ganze Situation reinbringt? Wer bei dem Thema Boeing keine Komplexität 777X Zulassung sieht, weiß ich auch nicht. Da ist es so, dass man jetzt in der finalen Zulassungsphase ist. Der Erstflug war ja bereits im Januar 2020. Auslieferung ist nun für 2026 geplant. Man ist zwar in der letzten Zulassungsphase, aber Kelly Ortberg, das ist der CEO, sagte bei der Investorenkonferenz Folgendes: Vor Boeing liegt noch ein Berg an Arbeit. Man hat ja auch ein 5. Testflugzeug gerade zugelassen, um damit das Ganze nochmal zu beschleunigen. Man möchte die erste Auslieferung ja an Lufthansa machen. In 2025 wurde das gesagt. Die Kennungen sind ja auch registriert. Das ist also die Delta Alpha Bravo Tango Alpha bis zur Tango Victor. Und jetzt ist natürlich die Frage, man könnte natürlich gemein sein und könnte jetzt nochmal die Frage stellen, wer hat denn die Nase vorn bei der Erstzulassung bzw. Entry into Service, bei ICE, wie das ja schön abgekürzt heißt. Ist es die 777X oder vielleicht die 350F als Frachterversion? Das F steht ja für Frachter oder Freighter Englisch, egal wie. Kann man natürlich jetzt kokett so fragen. Da bin ich mal nicht ganz so gemein, aber ihr könnt das ja beantworten. Wer bei IHG Punkte sammelt, wer IHG-Fan ist, wer da keinen Status hat, ist es ja selber schuld. Ist ja ähnlich wie bei Hilton. Platin-Status kriegt man ja quasi geschenkt mit vielen Möglichkeiten. Ist so, IHG verlängert den beliebten Buy Points Sale mit 100% Bonus, gilt nun bis zum 13. September. Und da gibt es personalisierte Angebote bis zu 300.000 Meilen. Bei 100% Bonus ist es halt wirklich so, dass man 0,5 US-Dollar-Cent nur bezahlt. Oft sind die Punktebuchungen flexibler als Prepaid-Tarife. Wer eine IHG-Kreditkarte mit 4 Nächten Gratis-Vorteil hat, aus den USA natürlich, woher sonst, der kann das natürlich nutzen und noch mehr sparen. Und der Vorteil ist, bei teuren Hotels
mit schlechter Stornierbarkeit, da kann man mit Punkten sich Flexibilität verschaffen und auch einen Preisvorteil. Ja, ihr denkt dann natürlich wie immer, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen oder auf School zu kommen. Link findet ihr in den Shownotes. Und zur Erinnerung die Frage des Tages. Nummer 1, es soll die Lufthansa mehr in das Premium-Segment Classic investieren oder konsequent auf die günstigen Tochter wie Eurowings setzen. Und dann die zweite, sollten die Piloten bei sinkenden Unternehmensgewinnen Zugeständnisse machen oder ist Altersvorsorge unantastbar? Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, Glocke an und so weiter. Haben wir alles gemacht, deshalb der Abspann. Bis dann, ciao. Man hat so eine Platte, die man aufgelegt hat und dann spürt sie einfach nochmal gespielt. Also bis dann, ciao.